irgendwo in der fernen Zukunft. Kapitel 10, Möbius-Trip. Oh mein Gott, was ist passiert? Wie lange war ich weg? Das letzte, an das ich mich erinnere, war, dass ich die Zeitmaschine benutzt habe. Das macht mich zwar immer ein wenig durcheinander, aber noch nie so wie jetzt. Oh nein, meine Zeitmaschine, sie ist komplett zerstört. Nein, 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 meine Zeitmaschine, sie ist in alle Einzelteile explodiert. Die sieht auch nicht mehr so gut aus, die Zeitmaschine hier. Aber wie will der Typ, also Frank wahrscheinlich, denn zurückkommen, wenn die Zeitmaschine hier auch kaputt ist? Hm. Wieso ist denn hier so ein Stromgenerator? Das ist ja merkwürdig. Ich komme da nicht dran. Und ich kann auch keinen Schalter sehen. Besser nicht anschalten. Tropfendes Wasser. Das ist schön kühl. Mhm. Wie weit in der Zukunft sind wir denn hier bitte? Vielleicht war Frank auch ein Umweltaktivist. Halb verschüttete Türe, das erinnert mich ein bisschen an 12 Monkeys. Da ist eine Menge Dreck und Schutt im Weg und Äpfel. Oh, da hinten ist noch eine Zeitmaschine und noch eine Zeitmaschine. Wow, ist das eine andere Zeitmaschine? Sie sieht ganz anders aus, außer der Tatsache, dass sie auch total auseinanderfällt, meine ich natürlich. Die muss ja schon ziemlich lange stehen. Ich verstehe nicht, wie das Ding funktioniert. Oh, ein Grab. Das ist, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was das ist. Sieht aus wie ein sehr unpraktischer Küchentisch. Da steht drauf Bergmann Solar. Eine Solarzelle. Gab es in den 70er Jahren noch keine Solarzellen? Das ist wirklich sehr dreckig, aber hier und da schimmern noch seltsame Farben durch. Also erstmal nehme ich die Schaufel an mich, die kann nicht schaden. Und dann gucken wir uns mal an, warum da hier ein Grab ist. Oh, guckt sich das nicht an, das Grab. Ist ja merkwürdig. Oh. Oh, 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 was ist denn hier? Dicke Wurzeln. Ich bin nicht unglücklich mit meinem Teilenumfang, aber da kann ich mich auf keinen Fall durchquetschen. Die ist bei weitem nicht scharf genug. Dafür brauche ich eine ganze Woche. Also, ich kann zumindest nicht mehr darauf reinfallen, dass ich die Zeitmaschine nicht benutzen kann. Es muss irgendeinen anderen Weg geben. Ich bräuchte eigentlich einen Lappen oder sowas. Es hat Lämpchen, aber keine Knöpfe. Das heißt, wenn ich etwas finde, um das sauber zu machen, dann... Viel Licht ist hier nicht gerade, aber naja. Dafür wird es wahrscheinlich reichen. Fenster. Halb verschüttete Tür. Kann ich durch die Tür gehen? Nein. Achso, ja. Okay, klar. So, alles wieder sauber, indem man einmal so rangetapst hat. Oh. Wer ist das? Person mit Schutzanzug. Ich gucke mir erstmal den Erste-Hilfe-Kasten an. Bis auf ein Stück Lappen wurde der Erste-Hilfe-Koffer leergeräumt. Was ist das für ein Klotz? Das ist ein Betonklotz. Die Oberfläche fühlt sich leicht rau an. Hä? Der trägt den gleichen Schutzanzug, den ich auf den Fotos an der Wand im Labor gesehen habe.
Oh mein Gott. Was? Totenkopf. Man könnte denken, dass ich mich mittlerweile an den Anblick von Toten gewöhnt habe, aber der schockt mich aus irgendeinem Grund noch immer. Das muss einer der Zeitreisenden sein, von dem Dr. Lambert mir erzählt hat. Diejenigen, die es nie mehr zurückgeschafft haben. Okay, das heißt, wir sind vermutlich auch des Todes geweiht, ja? Das ist, ich glaube, das ist eine dieser Krügerröhren, aber dieser Ort sieht hunderte Jahre alt aus. Vielleicht sogar noch älter. In welchem Jahr bin ich hier gelandet? Der Professor hätte dir ruhig mal sagen können, wo du hinreist. Das sieht schon uralt aus. Ich möchte mal wissen, was das mit dem Klotz hier auf sich hat. Das sieht aus wie ein Teil einer Wand oder so. Wieso hat er denn die Lappen nicht mitgenommen? Gut. Joe, dann nochmal zurück. Wie geht's eigentlich am Schnurrbart? Danke. Ah. Nass machen muss ich ihn auch noch. Kaltes, klares Wasser. Und dann kann ich gleich gucken, was da im dunklen Eck steht. Wenn die Solaranlage wieder in Ordnung ist. Da steht wahrscheinlich eine Heckenschere oder so, aber naja, mal gucken. So, alles sauber. Warte, irgendwas ist gerade passiert. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein riesiges Solarpanel, so wie auf meiner Zeitmaschine. Gut. Oh, wir husten schon. Na toll. Super Sache, das. Jawohl, er springt. Oh wow, was ist da in der Wand? Das ist ja nicht so gut. Da hat sich jemand in die Wand rein teleportiert. Haben wir Glück gehabt, dass uns das nicht passiert ist. Was zur Hölle er ist, wie ist das überhaupt möglich? Warte, da ragt irgendwas aus seinem Rucksack. Sieht aus wie eine rostige Machete. Unangenehm. Das ist ohne Zweifel das Furchtbarste, was ich je gesehen habe. Person, die in der Wand festhängt. Das Grab können wir immer noch nicht angucken. Dann machen wir mal die Tür auf hier. Damit könnte ich nicht mal Papier schneiden. Ich brauche etwas Schärferes, um durch diese Wurzeln zu schneiden. Wie, jetzt was Schärferes als die Machete? Oh, nee, na. Jetzt muss ich zurück zu diesem Stein und die Machete scharf machen. Okay, das ist also eine entfernte Zukunft, in der irgendein tödlicher Virus ist. Aber wo kommt dieser Virus denn her? Ist er einfach aus dem Nichts entstanden? Jetzt husten wir. Ich habe da eben schon mit gerechnet, aber jetzt muss es soweit sein. Nein. Verflixt, die Machete ist zerbrochen. Ich wette, die war rostiger, als ich dachte, aber immerhin habe ich mir einen Weg hindurch gebahnt. Ja, Überraschung. Erstmal das Lagerfeuer angucken. Die Luftfeuchtigkeit und die Hitze des Feuers macht es hier echt unerträglich. Frank, was machst du hier? Frank? Joe. Oh. Please. Need water.
What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Ist ja gut. Wir fangen als Laufbursche dieses Spiel an und wir beenden das Spiel als Laufbursche. Aber heißt es, dass wir die Zeitmaschinerei damit unterbunden haben? Nee. Die Zukunft ist ja immer noch so, wie sie jetzt ist. Der Becher ist voll mit Wasser. Hier, Frank, trink und dann erzählst du uns mal, was du hier suchst. Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time Aber pilot warum? now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Desperate for something, anything to report, I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having Ich sehe auch das convinced my schöne Archon-Schild superiors that I über was der onto Tür. something, I got the job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios.
It read like bad science fiction. Oder gute Science For a Fiction. while, I thought they were on to me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Ein bisschen weit, ne? Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, the double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. Honest Joe. And no, please leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Er ist bewusstlos. Also, mal angenommen, ich habe mich mit dem Virus, der aus irgendeinem Grund hier ist, angesteckt, dann ist es das Dümmste, was wir machen können, zurückzureisen. Aber ich glaube, das ist der Witz dabei. Und ich vermute, genau, dass ich mir das nicht aussuchen kann. Okay, er ist also weiter als alle anderen in die Zukunft gereist. Der Professor hat es schon ganz vernünftig gemacht, dass ich nicht wieder zurück konnte. Aber er hat nicht mit der Freundlichkeit von Frank und der Zuverlässigkeit von Joe gerechnet. Und Action. Was passiert? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Wow, die Zeitmaschine. Was ist der denn zugestoßen? Oh, die Zeitmaschine ist kaputt und ich kann ein Stück von dem Rahmen nehmen, um mich zu verteidigen. Okay, Quarantäne. Ja. Genau. Foreign Organism detected. Fremdkörper entdeckt. Er hat einen Schlüssel dabei. Und hier ist aber ein Riss in der Wand schon. Genau, Joe. Du machst alles genau richtig. Schön mit dem
Virus oder was du da auch immer eingefangen hast, rumspazieren. Kann ich mich einfrieren hier? No. No, it can't be. The foreign organism. It's me. I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Oh God. I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Zum Beispiel könntest du in den Kühlbehälter gehen. Ja, renn da. Auch kein Schlüsselloch. Mensch, Joe, es ist wirklich eine Schande mit dir. Das sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ah, kann ich hier nochmal in die Sachen reingucken. Der Pass. Oh, was geschieht mit mir? Nun schon den Schlüssel umzudrehen, dass meine Muskeln schmerzen. Ich fühle, wie meine Arme und Beine anfangen steif zu werden. Bedienungsanleitung der Lazarus Kryo-Konsole. 11. Entwurf. Das kann ich vielleicht verwenden. Jetzt muss ich hier aber weg, bevor die Wachleute auftauchen und ich alle anstecke. Okay. Joe, dann rette die Menschheit, indem du dich einfrierst. Ich muss die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ein Virus tötet Menschen. Dr. Lambert hat mich gefunden, bevor der Virus verbreitet wurde. Er hat mich in die Vergangenheit geschickt, um den Virus aufzuhalten. Aber ich wurde infiziert und verbreite den Virus, der die Menschheit umbringen wird. Also findet mich Dr. Lambert, bevor der Virus verbreiten kann und schickt mich in die Vergangenheit, um den Virus aufzuhalten. Aber ich werde infiziert und wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Schnell, Joe. Kompressionsschluss entriegelt. Geschafft. Ich glaube, ich habe es aufbekommen. Okay. Leb wohl, Joe. Wo bin ich? Mein Kopf. Was sind das für Klamotten? Was ist das für eine Blume? Computer, ein Tropf, Bett und ein Überwachungsmonitor und schöne Bögen. Das ist ein Stück Papier mit ein paar Wellenlinien drauf. Achso, er kann das ja nicht angucken. Gucken wir noch die Stiftebox an. Was ist das hier? Eine Schnur, eine Türklingel. Zimmerservice. Oh Mann, meine Gelenke tun weh. Spind mit 2 N. Die Türen sind verschlossen. Daneben der Klinke steht Ikea. Nee, ne? Oh, das ist genau wie im Krankenhaus. Da hat jemand solitär gespielt. Was ist das für ein Ort? Das letzte, woran ich mich erinnere, ist Ertrinken. Da war eine Röhre und die war gefüllt mit irgendwas. Ich war sehr krank. Ich muss jemanden finden, der die Behörden alarmiert. Das ist irgend so ein Terminal, aber kein, den ich schon mal gesehen habe.
Die Kombination könnte ich niemals erraten. Die Tür ist nicht abgeschlossen, das ist ja unglaublich. Okay. Da muss auf jeden Fall eine Kamera. Vielleicht gehe ich erstmal woanders hin. Vielleicht muss ich erstmal die Kamera ausschalten. Was ist denn das für ein komischer Ort hier? Oder habe ich mir das nur alles eingebildet? Joe, hast du etwa zu tief ins Glas geschaut? Perusia, Sharon, Arkon, Krona, Illuminaten. No way to escape it. No way out, no way out, no way out. I'm sorry, what? End of days, scourge and sickness, the cleansing of the earth. The overlords conspired against us, tricked us, made us bring the poison back into the nest, like good little ants. Who did? Too late. What's done is done. No backsies, but we must try. Do you hear me? Sure. The key to salvation. I've seen it, felt its color, know its shape. They don't know that I know. Oh no, but I know. I know. Write it. Write it, write it, write it! Before it disappears! Write it down before it disappears! Took away my tools. I'll forget without my tools. Your tools? Pens, paper, they're erasing the slate, forcing me to forget, trying to break my resolve. The persistence of memory, I must repeat, all the time repeat. Oh, they fear me, cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close, so they take away my tools. But I'll show them. The blinding light of the scientific method casts no shadows. Junge, komm mal klar. All you zombies. Novikov. Das ist eine Uhr, eine halbe. Und hier steht 1970 Lambert Leaf Arken. Und da stehen, glaube ich, auch noch andere Sachen. Ups, ich dachte wirklich, dass der besser befestigt wäre. Okay, das kann man leider nicht so gut erkennen. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ja. Vielleicht. Das ist eine Schreibtischlampe, aber sie steht auf dem Boden. Ganz klar, der Typ hat nicht alle Latten am Zaun. Okay, dann... Ich habe die Stifte irgendwie da gelassen, leider. Test successful. Das ist ein Fahren. Na, endlich. So, ich besorge jetzt die Schlüssel. Die Stifte. Aber... Ich frage mich natürlich schon, was das zu bedeuten hat, dass ich mich hier ganz offensichtlich in einem Krankenhaus oder einer Klapse oder beidem befinde. Oh Mann, meine Gelenke tun so weh. Ich komme da nicht dran. Da rüttelt doch mal am Spind. Ja, Ikea. Ikea hört sich japanisch an. Okay, bist du in der Jetztzeit? Ich muss doch irgendwie an dieses Ding da oben rankommen. Warum ist da eigentlich eine Schnur, die die Tür aufmacht? Okay, dann riskiere ich jetzt von der Kamera gesehen zu werden. Bevor ich da reingehe, das Trackpad... Nee, nicht das Trackpad, das Tastenfeld, das sieht so aus, als wenn die linke obere Taste gedrückt wäre. Kann ich da selber was eingeben? Nein. Okay, es gibt also Kamera schon und Flachbildschirme.
Was seid ihr denn hier? Wow, ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Whoa there, man. No offense intended. Mann, ich wette, dass ich die Krücke für irgendwas gebrauchen könnte, aber ich kann sie mir nicht nehmen, solange der Typ außer sich ist. Das erinnert mich ein bisschen an das Edna bricht aus Rätsel, wo man alle Wandkisten aufschneiden musste. Hier, nimm mal diesen Zettel, der ist super. Okay, ich muss also irgendwie den Fernseher ausschalten. Dafür brauche ich vermutlich eine Fernbedienung. Aber sowas gibt es hier doch gar nicht. Lampe. Fahren. Bilderrahmen. Gemütlicher Stuhl. Da steckt irgendwas unter dem Kissen. Es erinnert mich irgendwie an diese Chichen Zenit Space Command TV Fernbedienung. Nur die hier sieht aus, als käme sie direkt vom Mars. Okay. Also, nochmal vielen Dank. Die Fernbedienung unter dem Sofakissen und dann auch noch die Anspielung auf den Mars. Das ist echt klasse. Ganz offensichtlich haben die Macher auch Zack McCracken gespielt. Und sieht aus wie eine Sharp-Fernbedienung. Benutze Fernbedienung mit Krücke. Ist es hier ein Experiment, dass er so beschallt wird? Okay. Tschüss. Wow, hey Typ, wohin gehst du? Was macht er denn da? Jetzt steht er an dem nächsten elektronischen Gerät. Er ist jetzt schon viel ruhiger, aber anscheinend noch immer nicht sehr gesellig. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Ich denke über den nächsten Zug nach. So, jetzt aber. Geschafft. Die meisten Stifte sind zwar auf dem Schrank gelandet, aber zumindest habe ich einen runterbekommen. Mhm. Die Bewegung ist natürlich unproblematisch. So, Chef, dann zeichne mir mal, was du denkst. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Und hier gibt es auch noch Papier für dich. Kannst du beides voll malen. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Ja, du hast das Paper doch schon. Hallo? The key. The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. 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 Es hat geklappt. Ich glaube, der Typ war doch nicht so verrückt. Tja, wo sind wir hier? Aha. Doktor, Computer. Schon wieder dieser seltsame flache Bildschirm. Einer dieser. Da sind Rohrschachbilder. Miss, nurse, Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. Ja, stimmt. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. it's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but you
Everyone here is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. You didn't hear that from me, Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenics' primitive state at the time, I suspect. You, however, seemed just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? You sure? Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Wir hatten eine spezielle Form der Grippe, die sie geheilt haben. Ich sage, Impfen hilft. Okay, ich werde gleich mit dir sprechen, aber ich gucke erst nochmal in den Schrank. Aus reiner Gewohnheit. Und ich gucke mir das Bild von Colonel Sanders. Wieso weiß ich eigentlich nicht, wer das ist, Mensch? Das Siggi ist das. Dann gucken wir nochmal, ob eine Fernbedienung in der Couch ist. Und dann sprechen wir mit ihr. Und die anderen haben keine Wahnvorstellung. Die sind einfach nur I guess. Oh, don't nicht worry. zurückgekommen. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. Ja. You like puzzles, Joe? Aber immer nur mit 1 bis 2 Gegenständen zur Zeit. Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Vielleicht so Facility Management. Das wäre doch genau das Richtige. So, Joe. Auf Wiedersehen.
Mit seinem Schnurrbart ist er ja perfekt gestylt eigentlich. 1970s. Das muss gruselig sein. Callcenter, ja. Die Menschheit hat es überlebt. Zumindest bis hierhin. Das Ende. Credits: House on Fire. Thomas Ryder. Der hat ganz viel gemacht. Und dann gibt es noch Unidal, Mitbegründer von House on Fire. Und Linda Randazzo, auch Gründerin von House on Fire. Dann noch Anders Petersen. Und wen haben wir dann noch? Elva Eljoman Untorsson. David Chen. Und Peter Maffay. Und so weiter und so fort. Das war The Silent Age. Und ich muss sagen, ich habe weniger erwartet nach der ersten Episode. Ich dachte, das Spiel schläft so ein bisschen ein, aber das hat storymäßig nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und ich finde, das ist ein vergleichsweise rundes Ende. Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es war auch nicht so lang. Das war ganz angenehm. Und bis auf meine eigene Schusseligkeit kam man auch ganz gut mit den Rätseln zurecht. Ja, kann man sich nicht beschweren. So, Andrea Riegel, du solltest vielleicht nochmal ordentlich Proofreaden lernen. Hätte Joe sich also nicht eingefroren, wäre die Menschheit an einem Virus gestorben, den man in den 70er Jahren noch nicht hätte heilen können. Ja, das ist eine interessante Vorstellung. Noch ist nicht so weit, aber mal gucken. Was ist, kann noch kommen. Da die Credits noch ein bisschen gehen. Oh ne, scheint auch schon zu Ende zu sein. Hervorragend. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel oder wenigstens genauso viel oder ein bisschen mehr Spaß gemacht, sogar wie mir. Und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Spiel wieder begrüßen. Das war The Silent Age und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.